Hi und herzlich willkommen. Ich habe mein Auto zu einem Minicamper ausgebaut und möchte euch heute zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe und wie er jetzt aktuell dasteht. Zu Anfang an erstmal die Fakten über das Auto. Es ist ein Opel Combo. Als ich ihn gekauft habe, hat er 70.000 Kilometer. Ist eine Erstzulassung von 2005. Erst war es irgendwie Sanitäranlagen-Auto, danach war es dann bei einem griechischen Restaurant als Lieferwagen irgendwie dabei. Das heißt, je nachdem, wie die Sonne aufs Auto scheint, sieht man entweder den Slogan vom griechischen Restaurant oder von den sanitären Anlagen. Und jetzt ist es mein Auto. Ich habe das Auto für 1.700 € gekauft. Höchstgeschwindigkeit sind 150 km/h laut Papier. Ich fahre meistens 80 bis 100, werde trotzdem geblitzt, also ist auch keine Garantie. Das ist ein 1,3 Liter Dieselmotor und er hat 70 PS. Also bin ich mit 80 bis 100 km/h, denke ich, ganz gut dabei. Das Auto habe ich gekauft, nachdem meine Weltreise ein bisschen schief gegangen ist, 2020. Und dann war so die Frage, ja, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, ja, kaufe ich doch mal ein Auto und baue das aus, was auch sonst. Und habe das dann, glaube ich, innerhalb von 1-2 Wochen oder so mich entschieden, gekauft und dann ausgebaut. Das Ausbauen hat ein bisschen länger gedauert. Ich denke, man könnte das alles in so 2 bis 3 Wochen ungefähr schaffen. Ich habe mir ein bisschen länger Zeit gelassen. 6 Monate hat es gedauert, bis ich dann endlich losgefahren bin. Aber ich habe nicht die ganze Zeit an dem Auto natürlich rumgemacht. Gucken wir uns mal die Fahrerkabine an. Sagen, kommt mal mit. Hier verbringe ich ziemlich viel Zeit, wie man sich vorstellen kann. Nicht nur beim Fahren, auch manchmal, wenn ich arbeite. Auf dem Beifahrersitz ist also auch mein Büro gleichzeitig. Das Auto ist relativ minimalistisch ausgestattet. Es hat kein Radio und auch sonst ist sehr, sehr wenig elektronisch hier drin. Deswegen habe ich mein eigenes Radio dabei. Eine Musikbox. Reicht aber vollkommen aus. Ich wollte nämlich erstmal den Ausbau relativ low budget gestalten und dann dachte ich, naja, wenn ich jetzt direkt das ganze Geld in Radio und Boxen stecke, lohnt sich vielleicht nicht. Das andere sehr, sehr Wichtige hier vorne im Fahrerbereich ist dieses kleine Ladegerät für einen Zigarettenanzünder. Damit lade ich nämlich immer die Musikbox, logischerweise, und mein Handy, was ich gleichzeitig auch als Navigationssystem benutze. Und was ich immer in diese Halterung hier reinklemme. Ich glaube, das kennt jeder. Ohne das wäre ich aufgeschmissen, sonst würde mein Handy und damit mein Navigationssystem irgendwo in der Fahrerkabine rumschwirren. Auch so ist es jetzt gerade sehr, sehr aufgeräumt hier drin. Bitte lasst euch davon nicht beirren. Ich habe es extra aufgeräumt für das Video. Außerdem benutze ich noch zum Laden einen Wechselrichter. Den habe ich mir nachträglich gekauft. Den kann man auch einen Zigarettenanzünder anstecken. Und damit lade ich dann zum Beispiel meinen Laptop und auch alle anderen Sachen, während ich fahre halt nur. Denn ich habe keine zweite Autobatterie dabei und ich habe auch keine Solarzelle oder irgendwas dabei, um so super stromautark zu leben. Aber es funktioniert bisher ganz gut und ich bin sehr zufrieden über diese Anschaffung. Das war ein super Tipp. Ansonsten werde ich oft gefragt, ob ich dieses Lenkradcover oder meine Sitzbezüge selber gemacht habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe die auf Amazon gekauft. Und den Link dazu packe ich euch in die Infobox, dann könnt ihr euch die einfach mal angucken, wenn ihr möchtet. Jetzt würde ich aber sagen, gucken wir, wie ich das Auto richtig ausgebaut habe, also den spannenden Teil, mein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Bad. Und würde sagen, wir gehen jetzt mal nach hinten und schauen uns das an. So, willkommen in meinem Wohnzimmer. Ich brauche doch keine Notizen, ich weiß doch alles aus dem Kopf. Ich habe das Auto natürlich erstmal gedämmt. Schließlich war das ja ein Lieferwagen, also müsst ihr euch vorstellen, leeres Auto. Habe erstmal alles rausgeräumt, ein Trenngitter war drin und sowas, habe die Roststellen behandelt und habe dann eben angefangen mit Armaflex und dem guten Alubutyl dieses Auto zu dämmen. Habe dann das Vlies angebracht, weil ich irgendwie dachte, es ist irgendwie gemütlicher, wenn man in so einer Blechschüssel liegt. Für den Boden habe ich eine Holzkonstruktion auf die Karosserie geklebt und dazwischen dann auch Armaflex verlegt und auf das Ganze habe ich dann eine Siebdruckplatte geschraubt und da dann PVC verlegt. Und die Kanten habe ich an den Türen mit so einer Trittschutzleiste versehen, damit der Boden geschützt ist und es auch ein bisschen schöner aussieht. Das war so der grobe Ausbau, also Dämmung. Ach ja, nee, da habe ich auch noch eine Decke. An der Decke war schon Styropor tatsächlich, das heißt, da habe ich gar nichts mehr gemacht. Da habe ich einfach das Styropor gelassen und habe auch so eine Pressspan, Sperrholzplatte hochgebracht.
Wenn ihr die ganzen genauen Daten wollt, wie dick und was für ein genaues Holz und so, das habe ich alles auf meinem Instagram-Kanal dokumentiert. Den verlinke ich euch auch mal. Das heißt, wenn ihr das nachlesen möchtet, schaut da einfach mal vorbei. Also das war so der komplette Anfang vom Ausbau. Der hat mich so ungefähr 400-500 € gekostet. Ich habe da auch viel auf eBay Kleinanzeigen und so geschaut, ob ich da irgendwas finden kann. Also nur so als Tipp, da gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die zum Beispiel Armaflex oder sowas verkaufen. Ich wollte den gesamten Ausbau relativ einfach und schlicht halten. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich das auf so ein bisschen so ein Low-Budget ausgebaut habe, einfach weil ich auch nicht weiß, ob mir das so zusagt. Und ich fand es eigentlich ganz schön, dass man so viel Platz hat. Deswegen habe ich jetzt auch keine so typische Küche oder so eine Zeile oder ein Regal oder so gebaut, weil ich dachte, das kann ich ja nachträglich immer noch einbauen, wenn ich es dann brauche. Deswegen ist das einzige Möbelstück, also große Möbelstück, ist eigentlich mein Bett hier drin. Es besteht aus 2 Teilen. Einmal diesem Teil, das kann man ausziehen, das zeige ich euch auch gleich. Und hier hinten ein Querkasten, den man aufklappen kann und den man auch nochmal ganz viel Stauraum hat. Wow! Die Matratze habe ich auf eBay Kleinanzeigen. Habe ich auf eBay gekauft für 50 € oder so. Habe die dann zurechtgeschnitten und habe diese Polster extra ein bisschen schmaler gemacht, dass ich die auch als Rückenlehne benutzen kann. So kann man die zum Beispiel einfach, so, Couch, Hammer. Kann Ikea nicht mithalten. Ja, also ausmessen ist nicht so mein Ding, deswegen ist alles immer... Das Schöne ist, so können die Polster halt auch nicht hin und her rutschen. Und so habe ich jetzt eine gesamte Liegefläche von 1,40 Meter breit und bis zum Fußende sind es 1,70. Ich bin 1,72 und ich schlafe meistens nur auf der schmalen Seite. Das sind 80 bis 90 Zentimeter. Das reicht mir komplett. Ich lege mich da einfach ein bisschen schräg hin. Und wenn ich dann mal Besuch habe, kann man mein Bett auch ausziehen. Zu zweit lässt hier drin auch super schlafen. Den Bezug für die Sitzpolster habe ich selber genäht. Dafür habe ich den Stoff einfach im Internet gekauft und habe da auch extra geguckt, dass ich so einen Möbelstoff mir besorge. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, weiß nicht, ob das die allerbeste Idee war. Der ist nämlich sehr, sehr grob gewebt und dadurch, wenn man halt irgendwie dran hängen bleibt mit, keine Ahnung, Reißverschluss oder irgendwie sowas, dann zieht der relativ schnell Fäden. Nichtsdestotrotz ist er natürlich super stabil. Das ist mega gut. Und ich habe einen Reißverschluss auch mit reingenäht, dass man die theoretisch auch natürlich wieder abziehen kann, um sie zu waschen oder so. War eine Heidenarbeit, will ich nie wieder machen, aber ich bin sehr zufrieden damit. Der Querkasten hier hinten ist 1,10 Meter breit und 40 Zentimeter tief und man kann ihn aufklappen. Ich habe aus dem restlichen Boden-Siebdruckplattenholz habe ich diesen Deckel gebastelt. Und hier ist ganz viel Stauplatz drin, da ist teilweise Essen drin. Jetzt ist es relativ leer, aber eigentlich quillt es ein bisschen über. Hinten habe ich mein Bücherregal, aka das Bücherloch. Das ist einfach hinterm Bett, habe ich so 10 cm Platz. Da schmeiße ich alle Bücher rein. Hier sind meine Schneidebretter. Und hier vorne, darauf bin ich besonders stolz, habe ich es mit Magneten angebracht. Okay, ein Magnet ist schon abgegangen, aber ich habe einfach hier eine kleine Vertiefung ins Holz reingemacht, so kleine Magnete eingesetzt. Hält. Als Abtrennung zur Fahrerkabine habe ich eine Gardine angebracht. Dazu habe ich eine Duschstange besorgt, die man so in der Größe verstellen kann, indem man sie so auseinanderschraubt. Und den Vorhang habe ich auf Amazon auch gekauft. Das ist so ein Blackout-Gardine, also so die ganz dunkel macht und Thermo und Pipapo kann sie alles. Und die habe ich in der größten Größe gekauft, die es gab, weil ich dann nämlich aus den Stoffresten noch Gardinen für meine Rücktüren gebastelt habe. In der Mitte habe ich jeweils Magnete auch wieder angebracht. Ihr seht, Magnete sind das A und O bei mir im Auto, damit die einfach hier in der Mitte zusammen bleibt. Und das hat sich super bewährt bisher. Das hier sind meine Gardinen für die Rückscheiben. Apropos Magnete, ich habe hier echt nicht gespart. Und also im Prinzip habe ich so eine... Kennt ihr diese Folien, die man auf Windschutzscheiben macht, so im Winter oder so, damit die nicht zufrieren? Das habe ich im Prinzip genommen, in der Form ausgeschnitten und dann von beiden Seiten einfach diesen Reststoff Gardine dran genäht. Und dann eben so kleine Spinnenbeinchen mit den Magneten. Und es hält und ist dunkel. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, wo habt ihr denn ihre Klamotten? Sage ich euch. Hier drin. Die Kiste ist 70 cm tief und 40 cm breit und 20 cm hoch. Das reicht mehr oder weniger, aber ich habe ja wie auch schon gesagt, das Auto ist gerade sehr aufgeräumt. Normalerweise liegt hier vielleicht auch ein
bisschen mehr noch rum. Ansonsten habe ich auch noch über der Fahrerkabine so ein ganz schmales Fach. Da sind meine ganzen Jacken und Pullover und sowas drin. Und das reicht aus für mich. Eine richtige Sitzhöhe hier im Auto habe ich nicht. Also wie man sieht, ich hänge hier eher so ein bisschen ab wie auf einer Couch. Aber es geht also zum Essen, Arbeiten. Hier ist mein Arbeitsplatz. Sitze ich dann an meinem Laptop. Oder auch so, einfach so, um ein bisschen abzuhängen, ist es vollkommen in Ordnung. Aber jetzt richtig aufrecht sitzen könnte man nicht. Mein Bettgestell ist 30 cm hoch und dann mit der 10 cm Matratze sind wir bei 40. Ich bin aber eigentlich ganz zufrieden, weil bisher reicht es. Und ich bin eh so ein Bodensitzmensch, also ich sitze auch ganz viel auf dem Boden bei mir im Auto. Dementsprechend ist das kein Problem. Und schon kommen wir zu meiner Küche. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich ja keine Küchenzeile bei mir im Auto. Die ist bei mir nämlich unterm Bett versteckt. Ich habe ja auch kein fließendes Wasser, also nicht wirklich, sondern nur diesen Wasserkanister. Das sind 10 Liter und es reicht meistens auch aus. Ansonsten kaufe ich mir halt einfach so einen 6-Liter-Kanister im Supermarkt. Gibt es eigentlich immer überall. Im Ausland kann man eigentlich überall auch Wasser auffüllen. Das ist also auch gar kein Problem. Und bisher bin ich damit auch echt gut zurechtgekommen. Meine Küche versteckt sich, wie gesagt, hier unterm Bett. Und das ist ein eigenes Projekt für sich gewesen, kann man sagen. Wir haben einmal diese wunderschöne Blende hier, die ich mit Magneten befestigt habe. Und das ist das gute Stück. Ich habe im Prinzip erstmal eine Kiste gebaut und in diese Kiste habe ich dann die Auszüge reingemacht. Wenn ich sage ich, ist es gelogen, denn ich hatte wahnsinnig tolle Unterstützung von Freunden von mir. Chris, Kadi, Benny, Shoutout an euch, danke. Ohne euch gäbe es diese Küche nicht. Denn das war, also da bin ich schon an meine Grenzen gekommen. Auch selbst wenn der restliche Ausbau alles nur von mir alleine gemacht wurde. Bei dieser Küchenschublade bin ich extrem froh, dass ich Hilfe hatte. Und ich wollte alles so kompakt wie möglich haben. Deswegen ist mein Tisch hier auch drin. Der liegt nämlich hier oben auf. Der passt einfach perfekt rein. Da kommen mir immer ein bisschen die Tränen, muss ich sagen, vor Freude. Den Tisch benutze ich auch gerne einfach mal so als Brett oder Unterlage, wenn ich irgendwas im Auto schnippel oder so. Ansonsten befindet sich in dieser Schublade alles, was man zum Leben braucht. Fast alles. Ich habe hier meine Campingflasche, Campinggasflasche. Dann habe ich, ich wollte auch mal ins Bild. Dann habe ich hier meinen Kocher, Gewürze, Besteck, Töpfe und Konserven. Frische Lebensmittel bewahre ich alles vorne im Auto auf. Ich habe ja auch keine Kühlbox, aber bisher war das auch kein Problem. Ich kaufe dann halt immer tagesaktuell ein und verarbeite das auch direkt. Und so ernähre ich mich. Außerdem gibt es in meinem Auto noch ein weiteres sehr wichtiges Utensil. Und zwar meine Toilette. Den Eimer habe ich auf Amazon gekauft. Der hat auch wie so einen Klobrillendeckel sozusagen. Und dann habe ich aus dem einfach eine Trenntoilette gebaut. Denn Trenntoiletten kosten im Internet, glaube ich, so zwischen 300, 400, 500 Euro oder so. Und der Eimer hat mich 15 gekostet. Und der Rest nochmal 5 Euro oder so. Also lässt sich super gut aushalten. Und vor allem die Höhe ist auch so, dass ich in meinem Auto entspannt auf dem Klo sitzen kann. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Ich habe also alles in meinem Auto, außer eine Dusche. Und ich denke, für so ein kleines Ding ist das gar nicht mal so schlecht. Das war es auch schon, die Roomtour von meinem Opel Combo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Insgesamt kann man sagen, hat mich das Auto als auch der komplette Ausbau, bis es so dastand, wie es jetzt ist, so um die 3.000 Euro gekostet. Und bisher hat es sich auch bewährt. Ich bin seit 6 Monaten mit dem Auto unterwegs und lebe im Auto. Dazu habe ich auch ein Update-Video mal gemacht, um mal so ein bisschen so ein Fazit zu ziehen. Was hat sich wirklich bewährt und was könnte ich vielleicht noch besser machen? Checkt das gerne mal aus. Ansonsten freue ich mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch nicht vergessen, ne? Oder Daumen runter.